Im September 2024 haben wir, meine Frau und ich, unsere erste Reise nach Irland gemacht. Da wir beide noch nie in Irland waren, haben wir uns entschieden, dass wir uns in einem Reisebüro beraten lassen. Wir begaben uns ins Reisebüro in unserem Ort Ettenheim, um uns über mehrere Reisemöglichkeiten beraten zu lassen. Entschieden haben wir uns für eine 12-tägige Autoreise mit einem Mietwagen, mit insgesamt 6 Übernachtungsorten. Der Hinflug erfolgte von Frankfurt nach Dublin und zurück. Wir wollten vorrangig das Land kennenlernen. Deshalb haben wir die Hauptstadt Dublin selbst in unserer Reise ausgespart. Der Weg sollte durch die Natur und vor allem entlang der Westküste führen. In diesem Bericht wollen wir euch unsere Eindrücke von unterwegs zeigen. Die Anreise war sehr früh am Tag, somit war der erste Tag auch gleich ein Reisetag. Vom Flughafen ging es ca. 50 Kilometer nach Norden in das erste Hotel in der Nähe der Hügelgräber von Newgrange. Hier besuchten wir das Visitor Center. Eine Besichtigung der Hügelgräber selbst war nicht mehr möglich, da die Touren bereits für diesen Tag ausgebucht waren. Die Hügelgräber sind laut Auskunft die ältesten Zeugnisse einer Zivilisation in Irland. Sie seien älter als die Pyramiden in Ägypten. Im angrenzenden Ort besuchten wir noch die Kirche St. Peter. Nach der ersten Nacht fuhren wir die erste große Strecke vom Osten der Insel in den Nordwesten in die Region Donegal. Hier sind, wie in allen Urlaubsregionen, im Westen 2 Tage Aufenthalt geplant. Donegal liegt ganz im Nordwesten der Insel und gehört zur Republik Irland. Er ist dünn besiedelt, aber landschaftlich sehr schön. Ziel war die Kleinstadt Killybegs und Cloncolumkill. Killybegs, eine Kleinstadt mit einem großen Fischereihafen. Verzeiht mir bitte, wenn die Aussprache der Orte nicht immer gelingt. Manche der irischen Ortsnamen und Regionen sind sehr schwierig auszusprechen. Hier gibt es ein Freilichtmuseum, wo man die alten Häuser und das Leben der Einwohner besichtigen kann. Es folgt ein Abstecher zum fantastischen Silberstrand ganz in der Nähe. Eine wunderbare Landschaft. Leider konnten wir aus Zeitgründen nicht in den hohen Norden der Region fahren. Tag 4 und 5 der Reise. Weiter ging es in Richtung Süden in die Region Mayo und Galway. Die Übernachtung war im Ort Westport. Ein Tagesausflug führte in das Duluth Valley und zum gleichnamigen See, vorbei an kargen Landschaften, aber auch an viel schönen Orten.
Weiter südlich ging es in die Region Galway und nach Claymore Abbey, ein Schloss mit Kirche und einer großen Gartenanlage. Das Anwesen wurde erst im 19. Jahrhundert von einem Fabrikanten namens Henry erbaut und diente später auch zeitweise als Kloster. Leider war die Kirche mit einem Gerüst verhüllt. Alles hier erinnerte mich etwas an Neuschwanstein in Bayern, auch von den Besucherzahlen her, an diesem irischen Sommertag. Tag 6 und 7, weiter nach Süden in die Region Clare. Wir übernachteten recht ländlich. Unser Ziel sind hier die Cliffs of Moher, die berühmten über 200 Meter hohen Klippen über dem Meer. Auch in dieser Region spielte das Wetter mit und es gab Temperaturen über 20 Grad. Die Felskanten sind zum Großteil ungesichert und man muss gelegentlich schon aufpassen, wo man hinläuft. Gigantisch der Blick aus der Höhe über das weite Meer. Dieser Küstenabschnitt mit den hohen Klippen ist ca. 18 Kilometer lang. In der Nähe gibt es auch viele Strände, welche bei den hohen Temperaturen auch zum Baden und zum Surfen genutzt wurden. Tag 9 und 10, Region Kerry und der Ring of Kerry. Wir übernachteten im Ort Kenmore. Es war die südlichste Region, welche wir bereisten. Hier gibt es auch deutlich mehr Tourismus, Ferienhäuser, viel Bed and Breakfast und auch touristische Einkaufsmöglichkeiten begegneten uns hier an unserem Ferienort. Auch waren viele Reisebusse und Wohnmobile unterwegs. Auf den engen Straßen Irlands, vor allem im Begegnungsverkehr, oft eine Herausforderung. Wir fuhren den Ring of Kerry, eine Panoramastraße, welche erst durch ein Naturschutzgebiet und später entlang der Küste führt. Der Ring of Kerry ist eine 180 Kilometer lange Straße. Es bieten sich viele interessante Ausblicke.
Tag 11 und 12 der Reise. Eine lange Fahrstrecke führte uns wieder quer durch die Insel zurück nach Wicklow in die Region südlich von Dublin. Hier besuchten wir das Anwesen von Power Scout mit der großen Gartenanlage und einer Whiskybrennerei. An den letzten Tagen hatten wir Nebel. Wir sind über die Berge gefahren, aber sahen wenig davon. Schade, sicher eine schöne Region. Das war ein kleiner Bericht über unsere Irlandreise. Ich hoffe, die Eindrücke haben euch gefallen.